Fühlst du dich beim jedem Schritt unsicher oder hast du vielleicht ständig Schmerzen am Knöchel? In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Muskulatur rund um das Sprunggelenk stärken kannst, um deine Schmerzen zu lindern und wieder stabil laufen zu können. Ein gezieltes Training beim Sprunggelenksbeschwerden ist mega wichtig, denn eine starke Muskulatur rund um das Gelenk sorgt für mehr Stabilität und verringert das Risiko, wieder umzuknicken bzw. sich neu zu verletzen. Wenn die Muskeln gut trainiert sind, können sie auch das Gelenk besser stützen und auch schützen. Zudem hilft auch regelmäßiges Training, Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und auch deine Flexibilität, Beweglichkeit zu erhöhen. Ein starkes Sprunggelenk bedeutet also nicht nur weniger Schmerzen, sondern auch mehr Kontrolle und Sicherheit bei alltäglichen Bewegungen. Also mit diesen Übungen stärkst du nicht nur dein Gelenk, sondern förderst auch deine Beweglichkeit und auch dein Gleichgewicht. Und all das in nur 7 Minuten. Also, komm mit mir mit und wir legen los. Also, dieses ist eine Übungsroutine zum Mitmachen. Als erstes, setz dich mal hin. Das Bein, was du trainieren willst, das Sprunggelenk, was du trainieren willst, das sollst du jetzt komplett durchstrecken. Und dann zieh mal die Ferse zu dir. Und jetzt versuchst du, so weit wie du kannst, den Fuß nach unten zu bringen, ohne dass die Ferse hebt. Also, heben zu dir und dann wieder senken. Ferse soll die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Lass das Knie komplett durchgestreckt. Du bist auf dem vorderen Bereich von dem Stuhl, sitzt du da. Und wenn du das Gefühl hast, dass es von dem Sprunggelenk zu wenig ist, dann kannst du etwas mehr nach hinten sitzen und da probierst du es wieder. Die Ferse darf aber nicht heben, ja? Zu dir rüberziehen und über die Ferse den Vorfuß nach unten Richtung Boden. Langsam zu dir hoch und wieder runter. Als nächstes beugst du das Knie und bewegst den Fuß so weit nach hinten, bis du das Gefühl hast, dass die Ferse vom Boden hochhebt. Also so sollte es denn aussehen. Du setzt dich hin, so weit nach hinten, bis du die Ferse fast hochhebst und da gehst du ein bisschen zurück. Und in dieser Position schiebst du nun das Knie vorwärts. Sorgst aber dafür, dass die Ferse die ganze Zeit den Bodenkontakt nicht verlierst. Ebenfalls hier solltest du diese Bewegung, also das Vorwärtsbewegung vom Knie, 30 Sekunden lang wiederholen. Und wieder ein bisschen nach vorne und loslassen. Wieder nach vorne und loslassen. Die Ferse darf aber nicht vom Boden hochheben. Wenn du diese Bewegung gemacht hast, dann geht es um die nächste Bewegung vom Sprunggelenk. Und dafür brauchst du entweder Socken auf dem Fuß oder ein kleines Handtuch. Hüftbreit auseinander, Knie 90 Grad, Hüfte 90 Grad. Der Fuß ist jetzt zeigt in der Mitte. Und jetzt versuchst du, das Handtuch nach innen zu bewegen. So weit wie du kannst zu deiner Körpermitte und dann wieder zurück zur Mitte. So weit wie du kannst zur Seite Mitte und dann wieder lösen. Fast so eine Schaufelbewegung, so dass der große Zeh sich ein bisschen vom Boden hochhebt. Aber die Ferse ist die ganze Zeit auf dem Boden und die Außenkante vom Fuß muss auch die ganze Zeit auf dem Boden sein. Versuche bei jeder neuen Bewegung so weit wie möglich reinzugehen. Auch hier sind die 30 Sekunden schon rum und dann geht es in die Gegenrichtung. Also Knie bleibt nach vorne, Sprunggelenk 90 Grad und jetzt drehst du den Fuß so weit wie du kannst nach außen. Bei dieser Übung sollte sich der kleine Zeh etwas vom Boden heben und der große Zeh bleibt auf dem Boden. Ebenfalls hier sollen das jetzt seit 30 Sekunden werden. Versuche jedes Mal etwas weiter nach außen zu gehen, beziehungsweise das Bewegungsende etwas zu forcieren. Du willst ja Beweglichkeit auch gewinnen. Spann gut die Muskulatur an. Vor allem, wenn du schon umgeknickt bist, dann ist es genau die richtige. Also,
Schon aufgewärmt? Jetzt geht es weit um die Stärkung der Muskulatur. Jetzt geht es um die Stärkung von diesem Muskel auf dem vorderen Bereich von den Unterschenkeln. Stell dich aufrecht hin, deine Knie sollen komplett durchgestreckt sein. Du kannst auch gerne dich vorne fest am Tisch festhalten oder am Stuhl festhalten, dass es nicht um den Gleichgewicht geht. Und in dieser Position hebst du nun die Zehe bzw. der Vorfuß vom Boden weg. Also Vorfuß hochheben und wieder lösen. Was ganz wichtig ist bei dieser Übung, probiere ganz bewusst nicht dein Gesäß nach hinten zu bringen, weil dann verlierst du den Effekt. Also, Gesäß bleibt ganz gerade, dein Oberkörper bleibt ganz gerade und du versuchst nur, den Vorfuß und die Zehe zu heben, sodass nur die Ferse noch auf dem Boden bleibt. Und das wiederholst du jetzt für 1 Minute lang, so weit wie du kannst, so stark wie du kannst, ziehst du jetzt deine Füße zu dir ran. Vor allem älteren Patienten oder älteren Menschen haben wirklich Schwierigkeiten, diese Bewegung durchzuführen. 1 Minute lang versuche mal den Vorfuß, die Zehe und den kompletten vorderen Bereich vom Fuß zu dir ranzuziehen, ohne dass dein Gesäß nach hinten geht. Du kannst es auch an der Wand machen, aber versuch bei jeder neuen Anspannung weiter zu dir ranzuziehen. Genug vorne trainiert, jetzt geht es um die Wade. Handtuch auf den Boden gelegt und jetzt versuchst du mit beiden Füßen nur auf dem Vorfuß senken und bleiben. So als ob du jetzt halt mit dem Zehen auf das Handtuch drauf gehen möchtest. Versuche die Ferse so weit wie möglich zu heben. Und in der Position oder diese Bewegung von hoch und runter wiederholst du jetzt eine ganze Minute lang. Oben und Abwechsel, oben und Abwechsel. Wichtig ist, dass du wirklich auf die Fußspitze bist und die Ferse die ganze Zeit oben in der Luft bleibt. Bleib in der Position. Du wirst auch spüren, wenn du eine Verletzung hast, dass es kann es schon sein, dass die eine Seite deutlich schwieriger ist als die andere. Und vermeide, dass du den Oberkörper besonders viel seitlich bewegst, sondern ganz gerade Knie gestreckt zu lassen, heben und senken. Ein Fuß und dann das andere. Ein Fuß und dann das andere. 1 Minute lang in der Position. Da spürst du schon ordentlich die Wade und jetzt geht es als nächstes um die seitliche Muskulatur. Vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, deine Sprunggelenke sind instabil. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr über Übungen für deine Gesundheit wissen willst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und weiter geht mit den seitlichen Muskeln, besonders dann, wenn du umgeknickt bist. Also, stell dich neben einer Wand. Die verletzte Seite soll die Außenseite sein und ungefähr vor so 20-30 cm von der Wand entfernt. Nun lehnst du den Oberkörper an der Wand ran. Das gesunde Bein sollst du jetzt heben und jetzt in die Kniekehle reinpacken. Und in die Position versuchst du nun die Außenseite vom Fuß, die solltest du jetzt heben. Zu dir nach oben, so dass du den unteren Bereich vom Fuß oder halt den großen Zeh, der bleibt auf dem Boden und die Außenkante, die sollst du jetzt heben. 1 Minute lang versuchst du, den Außenbereich zu heben und wieder zu senken. Je weiter du von der Wand entfernt bist, desto schwieriger ist auch die Übung. 1 Minute lang solltest du probieren. Von meinem Sprunggelenk, genau da wirst du es auch spüren, in die Position zu bleiben. Wenn du die 1 Minute in diese Position fertig hast, dann geht es darum, dass du die Innenseite vom Fuß hochhebst. Also kleinen Zeh drückst du jetzt nach unten und den großen Zeh und der Innenrand vom Fuß hebst du nun hoch. Auch hier 1 Minute lang. Reinziehen und wieder weg. Dadurch, dass du im Stehen arbeitest, hast du auch viel mehr Druck auf das Gelenk, was auch sehr positiv für den Knorpel sein kann. Also, wenn du Arthrosebeschwerden hast, ist es eine gute Übung für dich. 1 Minute in der Position
Und dann hast du alle Muskulatur rund um das Sprunggelenk und auch dein Mobility-Training schon durchgeführt. Und jetzt kommen noch 2 Übungen zum Gleichgewicht bzw. zur Stabilität vom Fuß. Und fürs Gleichgewicht solltest du dann so ein ganz kleines Tuchlein nehmen, ganz eng zusammenrollen und das platzierst du als erstes quer an der Mitte vom Fuß. Und jetzt stellst du dich auf den ein Bein hin und versuchst du genau in der Mitte zu bleiben. 30 Sekunden lang ohne festzuhalten, ohne dass der andere Fuß auch auf dem Boden bleibt. 30 Sekunden lang zu balancieren, so dass nicht nur die Ferse und auch nicht nur der Vorfuß auf dem Boden bleibt, sondern 30 Sekunden lang in der Position so stabil wie möglich. Also achte darauf, dass das Tuch nicht ganz so klein ist, weil sonst wird es schwierig. Nachdem du es 30 Sekunden lang quer gemacht hast, geht es noch einmal darum, die Längsgewölbe zu trainieren. Also platzierst du das Tuch längs, stellst dich mit dem verletzten Fuß einmal drauf und ebenfalls hier versuchst du nun 30 Sekunden lang stehen zu bleiben. Es ist schwieriger, als es aussieht. So wenig wie möglich den anderen Fuß auf dem Boden. Dein Becken bleibt stabil. Versuchst es immer wieder auszugleichen, bis du 30 Sekunden fertig hast. Und somit hast du Beweglichkeit, Kraft und Stabilität für dein Sprunggelenk trainiert. Also, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!